Kennt ihr dieses Gefühl, nachts aus einem Albtraum aufzuwachen? Euer Herz rast vor Panik und der Angstschweiß rinnt kalt über eure Haut. Dies habe ich regelmäßig erlebt, fast jede Nacht, manchmal sogar tagsüber. Aber mein Albtraum endet nicht, wenn ich wach werde. Ich öffne die Augen, kann aber meinen Körper nicht bewegen. Direkt an meinem Bett steht die Gestalt aus meinem Albtraum, beugt sich über mich, legt die krallenähnlichen Finger um meinen Hals und drückt zu. Ich versuche zu schreien, damit mein Mann aufwacht und mir hilft, aber kein Ton verlässt meine Lippen und das Gefühl zu ersticken steigert meine Panik ins Unermessliche. Jahrelang sahen meine Nächte so aus. Selbst die Saw-Filme waren nichts gegen die Schrecken, die sich mein eigenes Gehirn in Form von Halluzinationen während einer Schlaflähmung für mich hat einfallen lassen. Lange war ich mit all dem, den Symptomen meiner Erkrankung, alleine. Und dann kam jemand in mein Leben, der alles verändert hat. Hallo, ich bin Yoshi und ich liebe es zu kuscheln. Na gut, ich bin groß und schwarz. Das sorgt irgendwie immer erstmal für Respekt. Aber ich bin wirklich ein echter Schmusebär. Vor allem, wenn ich merke, dass mein Frauchen im Schlaf Panik bekommt. Dann erhöht sich ihr Herzschlag und sie riecht nach Angst. Genau das ist der Moment, in dem ich sie sanft anstupse und sie so aus ihrem Albtraum befreie. Und das ohne, dass sie direkt in eine Schlaflähmung fällt. Durch meine Nähe kann sie sich so deutlich schneller wieder beruhigen. Zusammen mit meinem Kollegen Nacho, der sich einige Aufgaben bei mir abgeschaut hat, helfen wir zusammen unserem Frauchen Miriam nicht nur beim Kampf gegen die Albträume, sondern auch bei vielen weiteren Einschränkungen bedingt durch die Erkrankungen Narkolepsie und Epilepsie. Wir sind Assistenzhunde und haben diese Aufgaben extra gelernt. So warnen wir sie zum Beispiel auch vor Schlafattacken und epileptischen Anfällen. Und so verbringen wir jeden Tag und jede Nacht an der Seite unseres Frauchens und begleiten sie, unser Herrchen und deren Tochter durch den Alltag. Frauchen sagt immer wieder, wie schön es ist, dass sie durch und mit uns wieder ein Stück eines selbstständigen Lebens zurückbekommen hat. Und so genießen wir als Familie jeden Augenblick zusammen. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass Hunde einem so eine Hilfe und Freude für das Leben geben können. Ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar, nicht nur für die Liebe und Unterstützung, die ich innerhalb meiner Familie und Freunde erfahren darf, sondern auch für jeden Schritt, den ich in Begleitung meiner Vierbeiner durch das Leben schreiten kann. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen.